Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich hatte ja bereits beim Aufbau meines P1X Rigs von SimLab erwähnt, dass gegebenenfalls der Sitz nicht lange in diesem Rig verweilen wird. Ich bin jetzt ein bisschen damit gefahren und ich muss sagen, ja, an den Seiten, man kann das hier schön sehen mit den Polstern, das ist definitiv angenehmer, aber beim längeren Sitzen, also sage ich mal ein Stundenrennen oder sowas, ist einfach hier die Sitzschale, dadurch, dass das alles Hartplastik ist und nicht besonders gut gepolstert. Ich finde es einfach sehr unangenehm. Zudem kann ich den Sitz auch nicht in der Höhe variieren, nur in der Position vorne oder hinten. Und deshalb werde ich den jetzt heute tauschen. Das ist eine ganz einfache Änderung. Mir haben ja auch die Sitzschienen nicht sonderlich gut gefallen. Das war wirklich ziemlich unangenehm, die zu montieren. Und deswegen wechsle ich jetzt auf einen anderen Sitz aus dem richtigen Auto oder aus einem richtigen Auto, aus meinem M2 Competition. Dort habe ich ja die Sitze ausgebaut und werde jetzt hier den Beifahrersitz verbauen aus meinem M2 Competition. Den Beifahrersitz deswegen, da ich den Beifahrersitz eben besser verstellen kann. Ich zeige euch jetzt einmal, was ich meine. So, das hier ist jetzt also der M2 Competition Sitz aus dem Straßenfahrzeug M2 Competition und es handelt sich hier um die Ausführung für den Beifahrer. Das kann man erkennen an den manuellen Verstelleinheiten, die sich hier auf der Seite befinden. Das bedeutet, ich kann den Sitz nicht nur in der Länge, also vor und zurück variieren, sondern ich kann auch die Rückenlehnenposition einstellen und auch die Sitzhöhe. Das ist also sehr komfortabel. Zudem ist der Sitz deutlich angenehmer gepolstert. Die Seitenführungskräfte sind hier natürlich nicht so gut, aber Seitenführungskräfte bei einem statischen Rig, so wie ich es benutze, ohne irgendwelche Bewegungen, braucht man nicht. Das heißt, das hier ist jetzt für mich, denke ich, die beste Alternative. Und ja, diesen Sitz werden wir jetzt entsprechend verbauen. So, jetzt hier nochmal von der Seite, wie gesagt, die Verstellmöglichkeiten. Der Sitz kommt auch auf 2 Schienen, analog zu dem Rennsitz, den ich aktuell verbaut habe auf meinem Sim-Rig. Nur, dass eben dieser Sitz zusätzlich in Sachen Höhe und Neigungswinkel der Lehne, ich kann also die Lehne verstellen, ich kann die Höhe des Sitzes verstellen und eben natürlich auch die Position vorne, hinten. Das heißt, der Sitz ist also deutlich variabler. Er ist auch sehr, sehr gut verarbeitet. Er ist natürlich einiges schwerer, was aber jetzt für das Rig kein Problem ist, dadurch, dass ich das Rig ja nicht anheben muss, sondern lediglich vor- und zurückschieben. So, das ist jetzt also die aktuelle Konfiguration. Der Schalensitz von Sparco mit eben der entsprechenden Justierungsplatte auf diesem Sparco Schienensystem, das wie gesagt alles andere als geil ist. Ich gehe jetzt her und demontiere einfach direkt die Laufschienen, sowohl links als auch rechts. Die sind einfach nur hier hinten und hier vorne mit einer Schraube gesichert. Das heißt, 4 Schrauben muss ich jetzt lösen. Wenn diese 4 Schrauben gelöst sind, kann ich den gesamten Sitz oder die gesamte Konstruktion entfernen. Dann bleiben nur noch diese Aluprofilschienen hier unten übrig. Die stelle ich dann auf die richtige Breite ein für den BMW-Sitz und den befestige ich dann auch ganz normal mit 4 Schrauben. Und dazu brauche ich nicht viel, lediglich eine Ratsche und eben ein 5er-Hex bzw. 6er-Hex. Ich weiß es jetzt nicht genau, muss ich mal schauen. Und dann kann ich das Ganze auch wieder auseinandernehmen. Das erste, was ich jetzt mache, ist den Sitz nach vorne schieben, sodass die hinteren Schrauben frei werden bzw. sichtbar. Jetzt kann man die Schrauben erkennen und ich kann mich daran machen, die Schrauben zu lösen. Ich probiere es jetzt hier als erstes mal mit einem 6er-Hex. Der passt wunderbar. Dann nehme ich mir hier meine Verlängerung, dass ich ein bisschen mehr Freiraum habe. Ich schraube die Schraube jetzt gleich komplett raus, da ich ja den Sitz wieder nach hinten schiebe. Und damit ich das eben nur einmal machen muss, werde ich die Schraube jetzt hier komplett rausnehmen. Die Schraube ist draußen. Die hebe ich mir auf. Die werde ich beim BMW-Sitz wieder verwenden. Und jetzt mache ich das gleiche auf der anderen Seite. Das passt auch. Jetzt schiebe ich den Sitz wieder nach hinten, um an die anderen Schrauben heranzukommen. So, hier fange ich jetzt einmal auf der etwas entfernteren Seite an. So, ihr seht, der ist jetzt frei bewegbar. Und jetzt nehme ich den Sitz einfach herunter, indem ich ihn nach oben weghebe. Das Schöne ist, der ist sehr leicht und lässt sich dadurch auch
einfach bewegen. So, jetzt seht ihr das Ganze von oben. Die Entfernung muss ich noch entsprechend abmessen und neu einstellen, damit also diese Aluschiene und die Aluschiene hier drüben in der richtigen Position sind für den BMW-Sitz. Was ich auch gemacht habe, ich habe die T-Nuten an die äußersten Ecken geschoben. So habe ich nachher einfach maximalen Platz, wenn es darum geht, den BMW-Sitz zu positionieren. So, ich habe jetzt ausgemessen, ich brauche 41 cm. Das bedeutet, ich löse hier eine der Schienen, sodass ich die neu positionieren kann. Dann bewege ich die jetzt ein bisschen nach innen. Und aktuell haben wir ja 43 cm Abstand eingestellt. Und dann messe ich jetzt von Mitte zu Mitte, so lange, bis ich hier bei 41 cm bin. Das ist jetzt einfach ein bisschen ein Geduldsspiel. Ja, ein Stückchen muss ich noch. So, schaue ich mal, wo ich jetzt bin. Jetzt bin ich ein bisschen zu weit. So, jetzt haben wir Mitte zu Mitte fast genau 41. Das sieht gut aus. Ein ganz kleines Stück nach innen. 41 ganz genau in der Mitte. Dann fixiere ich diese Seite hier, damit ich die nicht mehr verstellen kann. Jetzt messe ich hier den Abstand. Da sind wir jetzt bei fast 8 cm. Hier drüben haben wir jetzt nur 6 cm oder 5,5. Das heißt, ich möchte ja, dass der Sitz mittig ist. Das heißt, ich werde die andere Schiene jetzt auch nochmal lösen und versuchen, das Ganze ungefähr in die Mitte zu bekommen. Das heißt, wir hatten hier drüben ja jetzt 8, hier drüben hatten wir 6. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich jetzt hier einen Zentimeter wegnehme, also auf 7 gehe, und hier drüben auch auf 7 cm gehe, müsste ich nachher relativ nah bei den 41 sein, die ich ja eigentlich möchte. So, ich habe jetzt alles ausgemessen. Ich habe jetzt von jeder Ecke von außen zur Außenkante, von Außenkante des Rahmens zur Außenkante meines Aluprofils gemessen, 6,5 cm vorne und hinten. Habe auch nochmal kontrolliert, dass eben Mitte Aluprofilschiene bis Mitte Aluprofilschiene meine 41 cm sind. Und jetzt werde ich den Sitz darauf positionieren. Der Sitz hier ist jetzt um einiges schwerer, das habe ich ja erwähnt, aber dafür eben deutlich bequemer. So, das passt schon mal so grob. Jetzt muss ich mal schauen, ob das auch mit den Löchern hinhaut. Und dann kann ich ihn auch schon montieren. So, ich habe das jetzt mal so ganz grob ausgerichtet. Ihr seht hier die T-Nut. Hier oben in meiner Schiene vom Sitz ist ein entsprechendes Loch, was ich verwenden kann. Das Loch ist allerdings deutlich größer als der Kopf der Schraube. Das heißt, sie würde einfach im Loch versinken. Damit das nicht passiert, nutze ich hier so eine Unterlegscheibe, damit die Kraft auch schön verteilt wird. Dann kann ich meine Schraube darin versenken. Und jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich das so ungefähr auf eine Linie bekomme mit der T-Nut und dass das Ganze dann eben auch entsprechend greift. Mal jetzt von der Seite so ein bisschen schauen. Es ist ein wenig knifflig, aber lösbar. Da scheint jetzt hier irgendeine Art von Halter im Weg zu sein. Ja, hier unten ist so ein Metallprofil. Das heißt, ich brauche eine etwas längere Schraube. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Und zwar ist in dem Sammelsurium an Schrauben aus dem P1X-Kit
Und aus meiner persönlichen Sammlung habe ich auch noch mal was gefunden. Eine schwarze Unterlegscheibe mit einer etwas längeren Schraube. Mal hier im Vergleich. Das war die ursprüngliche, das ist jetzt die etwas längere. Wie gesagt, hier unten an der Profilschiene ist jetzt auf der Innenseite so eine Art Metallrand. Und der verhindert, dass ich das komplett flach aufgedrückt bekomme. Mit der etwas längeren Schraube. Ich zeige das jetzt hier mal. Und der Unterlegscheibe geht das aber problemlos. Das heißt, ich habe das jetzt hier mal ganz grob angezogen. Das Ganze mache ich jetzt auch noch mal auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann werde ich die hinteren Schrauben auch noch festziehen. Und dann schaue ich einfach mal bei der Sitzprobe, ob das funktioniert oder ob es irgendwie wackelt oder auseinanderfällt. Das sehen wir dann gleich. So, jetzt sind wir an der hinteren Seite. Hier ist es jetzt so, die Schiene war ein bisschen nach außen geneigt. Aber nichts, was sich nicht mit ein bisschen Gewalt lösen lässt. Das Ganze einfach hier so ein bisschen nach innen ziehen. Dann klappt das auch mit dem Loch. Jetzt werde ich meine T-Nut unterhalb des Loches positionieren. Ich nutze jetzt hier eine lange Schere dafür, um die T-Nut eben entsprechend weit unter das Loch schieben zu können. Dann nehme ich wieder eine Unterlegscheibe, positioniere die hier oberhalb von meinem Loch, nehme meine Schraube und meinen Bitaufsatz, ziehe das jetzt ein bisschen zurecht. So, ich habe es jetzt geschafft, den Rahmen hier noch ein wenig nach innen zu drücken, sodass das Profil, was hier innen ist, drüber rutscht. Jetzt kann ich auch die gleiche Schraube verwenden, wie ich das vorne getan habe. Jetzt muss ich das Ganze noch auf der anderen Seite probieren. Da drehe ich die Kamera jetzt mal. Hier sehen wir jetzt auch, hier steht das auch so ein bisschen über. Als erstes schiebe ich wieder meine T-Nut unterhalb von meinem Loch in der Sitzschiene. Jetzt wieder so ein bisschen sanfte Gewalt, dass das da so drüber rutscht. Dann brauche ich jetzt eine Unterlegscheibe. Eine von meinen Schrauben so grob andrehen. Das passt. Nachziehen. Das gleiche auf der anderen Seite auch noch mal machen. Da kann man das jetzt ganz gut sehen. Die sind jetzt alle fest und jetzt mache ich einfach mal einen Probedurchlauf, ob sich das noch frei bewegen lässt oder ob ich das jetzt zu sehr verbogen habe. Wobei es nur minimal war, aber man weiß ja nie, mal ausprobieren. So, das Ganze ist jetzt montiert. Die Sitzschiene und der Sitz sind auf den Alu-Profilen befestigt. Und jetzt muss ich schauen, ob aufgrund dessen, dass ich das ja ein bisschen zusammendrücken musste, ob ich das noch gut bewegen kann, also ob sich der Sitz noch gut bewegen lässt oder ob das jetzt irgendwie zu sehr klemmt. Mal ausprobieren. Ich setze mich dafür jetzt mal rein. Das Sitzgefühl ist schon mal mega gut. Jetzt löse ich hier die Verriegelung. Doch, lässt sich bewegen. Das ist erstmal kein Problem. Ich kann den Sitz auch relativ weit nach hinten fahren. Das fühlt sich schon mal gut an. Jetzt probiere ich mal die Höhenverstellung aus. Die Lehne lässt sich auch verstellen. Das fühlt sich wirklich gut an. Jetzt könnte ich den Sitz an und für sich noch ein bisschen weiter nach hinten schieben. Ich glaube, das mache ich. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Flexibilität in der Länge. So, ich habe die Sitzschienen, wie man hier vorne erkennen kann, noch ein bisschen nach hinten verstellt. Dadurch habe ich noch mal mehr Spielraum in Sachen Sitzposition. Also ihr seht, der lässt sich jetzt sehr gut bewegen. Das ist auch nicht schlechter als bei dem Sparco-Sitz, ganz im Gegenteil. Ich finde, der lässt sich sogar deutlich besser bewegen. Und ein weiterer Vorteil, wie gesagt, er ist viel bequemer. Aber jetzt kommt's, wir können den Sitz auch noch neigen. Das heißt, ich kann die gesamte Sitzfläche anschrägen über einen einfachen Hebelzug. Also das heißt, ich habe hier einen Hebel
und kann dadurch komplett frei den Winkel, den Anstellwinkel meines Sitzes variieren. Super komfortabel. Dann habe ich die Möglichkeit, den Sitz eben entsprechend auch nochmal in der Höhe zu verstellen. Wenn ich das jetzt hier nochmal zeige, Moment. So, und dann ist der Sitz hinten auch nochmal angehoben. Das geht also wirklich super komfortabel und ich bin extrem flexibel hier mit den Einstellmöglichkeiten. Jetzt kann ich ihn wieder absenken und ich kann auch die Lehnenposition verändern. Dafür gehe ich nochmal ein bisschen nach oben. Und wenn ich jetzt an dem Hebel hier ziehe, also der ist sozusagen für die Höhenverstellung, der Hebel hier ist für den Neigungswinkel des Sitzes und der andere Hebel, der ist für unsere Lehnenposition. Ich fahre den Sitz jetzt nochmal runter und die Neigung nehme ich auch nochmal weg. Jetzt rutsche ich nochmal ein Stückchen nach vorne. Jetzt könnt ihr hier die Lehne erkennen und wenn ich jetzt an dem hinteren Griff ziehe, kann ich ganz einfach die Position der Lehne verändern. Also in Sachen Einstellmöglichkeiten ganz hervorragend. Plus, er ist super bequem. Wirklich super bequem. Und Seitenführung brauche ich hier ja nicht. Insofern, also wer noch einen Autositz zu Hause rumliegen hat oder aber auch Probleme hat bei längeren Strecken bzw. bei längeren Fahrzeiten, dem kann ich absolut empfehlen, rüstet auf so einen manuell bedienbaren Autositz um. Was Besseres gibt es aus meiner Erfahrungssicht eigentlich nicht. Jetzt gibt es noch ein paar schöne Bilder von dem abgegradeten Sitz hier in meinem Rig. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! But my brain tells me I've been here before. Don't wanna draw any attention to all the crazy things that I shouldn't mention. Not really sure, but it feels like my feet are glued to the floor. Don't wanna open up my mouth, cause I'm afraid of what's gonna come out. Life is but a dream. This can't be happening. Wake up, scream. I'm in a twisted reality. Twisted. I'm seeing visions. I'm not sure who's the one making the decisions.